Hallo, willkommen zu diesem Video. Wir sind wieder an der Baustelle. Heute mit kleinem Besteck. Ich habe weder Spalter noch Anhänger dabei. Auch nicht allzu viel Zeit, aber vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was geschafft. Man muss sich halt immer genau überlegen, was für Tagesziele man sich setzt oder was sinnvoll ist, wo man dann noch ein bisschen Zeit investieren kann oder wo man dann mit dem ganz großen Besteck und den ganzen Tag arbeiten muss. Heute habe ich vor, Punkt 1, diesen schiefen Baum zu fällen. Dazu werde ich jetzt erstmal ein Seil anbringen und die Seilwinde in Stellung bringen. Dann ziehe ich erstmal und gucke mal, ob er sich vielleicht schon aufrichtet, weil er ist halt teilweise entwurzelt. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier diesen Kugelkopf an dem Baum befestigt, wo ich jetzt meine Seilwinde klassisch einhaken kann. Da das Seil nicht reichen wird von der Seilwinde, ich will es auch nochmal umlenken, habe ich mir noch einen Strick mitgebracht, den werde ich jetzt noch dazwischen machen. Gehen wir mal rüber. Ich habe das Seil jetzt doppelt durchgeschmissen, weil ich zum einen mir oben nicht eine Öse bilden will, wo ich unter Umständen, falls es nicht klappt, nachher nicht mehr dran komme. Und zum zweiten habe ich so natürlich auch mehr Zugkraft auf dem Seil, beziehungsweise hält das Seil mehr aus. Das Seil ist drum, geht dort in die Rückekette. Da ist dann die Seilwinde dran. Die läuft einmal hier durch die Umlenkrolle und dann da hinten rüber an den etwas stärkeren Baum. Da gehe ich jetzt hin und guck mal, was so passiert. Okay, es passiert gar nichts. Das Einzige, also ich habe jetzt selbst abgebrochen, das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass die Holzkonstruktion, wo ich die Seilwinde drauf gebaut habe, anfängt zu knarzen, was sicherlich kein gutes Zeichen für mich ist. Das heißt, die Winde ist erstmal noch stark genug, aber wahrscheinlich die Konstruktion nicht. War ja auch nie dafür ausgelegt, grundsätzlich habe ich es ja dafür gebaut, kleines Holz ranzuziehen oder eben den Hänger zu be- und entladen. Das heißt, wenn ich hier an den Baum nochmal ran will, werde ich wahrscheinlich auf den Greifzug zurückgreifen müssen. Okay, auch das gehört dazu. Vernünftig sein, jetzt nicht irgendwas mit der Brechstange machen. Dann brechen wir den Versuch hier ab und nehmen uns das ein andermal vor. Ja, nachdem das mit dem Baum leider nichts geworden ist, beziehungsweise mit dem Fällen, werde ich mich jetzt darauf konzentrieren, hier vorne ein bisschen weiter zu arbeiten. Und zwar müssen die Stücke ja auch noch da rausgeborgen werden. Jetzt habe ich mir überlegt, dass wir hier ein bisschen freiräumen, dass wir die hier rüberziehen können.
kleine Schneise geschlagen. Dann hole ich jetzt mal ein bisschen Holz rüber. Zuerst war ich davon ausgegangen, dass ich auf jeden Fall nochmal die Seilwinde brauchen werde. Aber es zeigte sich, da das Gelände relativ eben ist und keine Baumstümpfe oder ähnliches im Weg waren, konnte ich die Stämme rollen, was tatsächlich am schnellsten oder effizientesten war. Ein Ziehen oder Rücken der stärkeren Stämme wäre allerdings nicht möglich ohne Unterstützung. Ein weiterer Grund dafür, dass ich auf irgendwelche Hilfsmittel verzichtet habe, ist, dass ich nur diese Aufgabe vorhatte. Das heißt, ich musste mir meine Kraft nicht dementsprechend einteilen, dass ich danach noch stundenlang weiterarbeite. Nach ein paar Korrekturen mit der Motorsäge habe ich euch noch auf den Zaunpfahl mit der GoPro gepackt. So habt ihr noch eine andere Perspektive und die nicht allzu spannende Handlung nimmt ein bisschen Form an. Jetzt kommt auch ein schwererer Stamm, das ist ein Ahorn. Aber wie ihr seht, er hat keine Astlöcher. Demzufolge ist er relativ leicht zu rollen. Natürlich etwas schwerer aufzuheben. Aber ein bisschen aus den Beinen heben, auch dann klappt das. Wäre natürlich gut gewesen, den zu unterst zu legen oder dickere Stämme allgemein unten hinzulegen. Aber so lagen sie nun mal da. Dünnere Stämme kann ich auch hinter mir herziehen und dementsprechend besser handeln. Kann man auch mal tragen und ein bisschen werfen, dann passt das schon. Teilweise hatten sie sich ein bisschen verkeilt. Da muss man ein bisschen ackern. Hier habe ich euch nicht alle Ausschnitte gezeigt, weil das, denke ich, ist so semi-spannend. Zum Aufwuchten auf den Stapel wechsle ich hier auf den Fiskars Packhaken. Damit habe ich dann einfach in der Arbeitshöhe mehr Gewalt über das Holz und habe nicht so einen langen Arm. Wir sind in den letzten Zügen. Ich habe noch ein bisschen ohne euch weitergemacht. Da liegt ein bisschen was aufgestapelt. Die dickeren Brocken habe ich rangerollt. Das ging tatsächlich ganz gut, weil hier keine störenden Wurzeln oder so im Weg sind und es ein bisschen abschüssig ist. Konnte teilweise noch welche durchsägen. Hier in dem Bereich, wo ich vorher nicht dran kam, musste ich erst freiräumen. Auch hier die zwei waren noch zusammen. So geht es jedes Mal ein bisschen weiter. Ich fange jetzt an aufzuräumen, roll die gerade noch hier ran und dann war es das für heute. So lichten sich so langsam die Reihen. Auch hier, den untersten konnte ich jetzt von der Wurzel abtrennen. Mal gucken, ob ich den noch rauskriege. Kräfte lassen langsam nach. Die Dinger sind echt schwer.
Beim Bewegen merkt man schon, dass Eiche sehr schwer ist. Auch so im direkten Vergleich. Okay, Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Packen wir's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. Ciao.